Vom Ferrari in den Lamborghini. Schlimmere Tage, würde ich sagen. Ne? So, jetzt gucken wir mal an, wie das im Nachbarort gemacht wird. Denn wie ihr bestimmt wisst, San Agata und Maranello sind nicht sehr weit auseinander. So, statt Turbo haben wir jetzt einen Sauger. Was man auch hört, weil hier ist es sacklaut in der Karre. Das ist Wahnsinn. V10 5,2 Liter. Wir fahren hier das Evo-Modell, also quasi das Facelift vom Huracan. Mit Komponenten aus dem Huracan Performante, also ähnlich wie beim Ferrari eben. Auch hier Teile des Performance-Modells ins Facelift oder ins neue Modell übernommen. Das ist zum einen der Auspuff, Teile im Motor, aber auch die Hinterachslenkung, die das Auto sehr, sehr agil macht, habe ich mir sagen lassen. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Also akustisch brennt der V10 jetzt schon ein absolutes Feuerwerk ab. Aber was da hinter mir abgeht, ist unbeschreiblich. Es knattert beim Runterschalten. Das Ding sinkt einfach so vor sich hin und ab 6000 ist hier richtig die Hölle los. Und das probieren wir gleich mal aus auf der Geraden. Verstehen, aber was hier akustisch los ist, das kann einfach nur ein Sauger. Das 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe geht auch hier richtig zügig zu Werke. Knallt die Gänge auch mit ein bisschen Nachdruck rein. Aber das Runterschalten ist eigentlich fast das Geilste. Die Vorderachse ist nicht ganz so scharf wie beim Ferrari. Aber dafür sorgt der Allrad natürlich für bombige Traktion aus den Ecken raus. Und das Auto macht auch im Kurvenverlauf mit der Hinterachslenkung einen unheimlich agilen Eindruck. Also man braucht nicht sehr viel Lenkwinkel. Allerdings muss man sich an die Hinterachslenkung auch ein bisschen gewöhnen, weil die einem schon so ein bisschen suggeriert, dass das Heck sich ein bisschen mitbewegt, was man vielleicht anfangs nicht so unbedingt will. Aber wenn man sich dran gewöhnt, ist es eigentlich voll okay und steigert die Agilität halt merklich. So, wir fahren jetzt an der Haupttribüne vorbei. Das ist ein absolutes Soundspektakel, dieses Auto. Auch hier feststehende Pedal. Ist die Kurve nicht zu eng, ist es in Ordnung, aber wenn man trotzdem in der Kurve hochschalten muss, muss man natürlich die Hand vom Lenkrad nehmen. Ist ähnlich wie im Ferrari. Manche finden es besser so, weil man immer weiß, wo hoch, wo runter ist. Anderen ist es natürlich auch lieber, wenn sie sich mitdrehen. So, nächste Gerade. Kurz eine Grenze bei 8,5 getroffen. Die Bremse ist nicht ganz so glasklar vom Druckpunkt her wie beim Ferrari. Was man merkt, der Wagen liegt unheimlich steif. Also
mit dem Auto fahren. Und dazu hat man noch dieses V10-Konzert hinter einem, was das Ganze einfach unbeschreiblich emotional macht. Das ist einfach nur geil. Ähnlich wie der Ferrari sind die Gänge extrem eng beieinander gereiht. Dementsprechend unter Volllasten ist man einfach nur am Durchzupfen. Das ist dann der Moment, wo es auch ohne Anschaltung richtig Spaß macht, weil man wahrscheinlich mit der Hand auch gar nicht nachkommen würde. Und ständig kuppeln, Schaltkribbel bewegen und so weiter. Aber es wäre spannend mal rauszufinden, wie so ein Auto mit Handschaltung wäre.